Hallo liebe Leute und willkommen zu einem neuen spannenden Video bei Adner Rides. Wir sind heute ausnahmsweise nicht in Österreich, wir befinden uns in Bosnien, genauer gesagt in Kozarac, der Ortschaft, wo ich groß geworden bin und bis zum Kriegsanfang in den 90ern hier gelebt habe. Wir befinden uns genau vor meinem Elternhaus. Dieses Haus, was ihr da im Hintergrund seht, war während des Krieges komplett zerstört worden. Als wir zurückgekehrt sind, gab es hier nichts anderes als Ruinen, das kann ich euch mal einblenden, und wir haben das dann wieder neu aufgebaut. Unten leben meine Eltern und oben habe ich mit meiner Frau bis zum Jahr 2012 dann gelebt. Im Jahr 2012 habe ich dann in Österreich Arbeit bekommen und bin dann umgezogen. Aber das Haus ist natürlich geblieben und meine Eltern leben hier immer noch. Hier ist das Auto von meinen Eltern, ein Relikt aus den 90er Jahren, der Vento, als VW noch Qualitätsautos gebaut hat. Das Auto fährt immer noch und ist auch noch gut im Schuss. Sowas sieht man heutzutage bei den neuen Autos auch nicht mehr. Und die Gelegenheit nutze ich, dass ich hier in Bosnien bin, um euch ein neues Fahrrad vorzustellen, welches wir zur Verfügung gestellt bekommen haben. Das ist der Varun S20-1, ein Spaßfahrrad, wie ich ihn nenne. Ihr seht ihn hier. Den möchte ich euch in diesem Video gerne mal näher vorstellen und auch ein bisschen von der Ortschaft hier in Kozarac ein bisschen was zeigen, dem Ort, wo ich groß geworden bin und aufgewachsen bin. Kozarac liegt im Nordwesten von Bosnien und Herzegowina zwischen den Ortschaften Prijedor und Banja Luka, direkt am Fuße des Berges Kozara, den Nationalpark, wo wir die Gedenkstätte aus dem Zweiten Weltkrieg schon einmal aufgenommen haben. Die befindet sich oben in den Bergen. Der Ort wurde 1334 das erste Mal erwähnt und hat 1360 sogar den Status der freien königlichen Stadt bekommen, der Libera Villa. Kozarac hat auch sehr schwere Zeiten erlebt. Anfang der 90er Jahre, genau gesagt im Mai 1992, wurde der Ort angegriffen. Die Bevölkerung wurde komplett vertrieben und der Ort wurde nach und nach komplett zerstört. Alle Häuser wurden komplett devastiert, zerstört und geplündert. Und dass man hier heute sehr viele neue und neu erbaute Häuser sieht, verdankt man der sogenannten Diaspora, den Menschen, die außerhalb von Bosnien und Herzegowina wohnen und die eine sehr starke Bindung an die Heimat haben und ihre Häuser neu aufgebaut haben und hier Sommer für Sommer immer wieder zurückkehren und ihre Urlaube hier verbringen, so wie ich im Moment. Nach über 2 Jahrzehnten befindet sich das Land gefühlt immer noch in einem wirtschaftlichen Stillstand und es wurde nichts wirklich umgesetzt, um der Jugend eine Perspektive zu geben. So flüchten sehr viele Jugendliche und suchen ihren Lebensunterhalt in der Europäischen Union. Sie wandern aus nach Österreich, nach Schweiz, nach Deutschland oder in die skandinavischen Ländern und suchen dort ihren Lebensunterhalt und gründen dort ihre Familien. Aber genug von Kozarac geplaudert. Heute soll es um den Varun gehen, ein Fahrrad, das uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt worden ist, damit wir es für euch testen können. Und wir fangen an mit den technischen Daten von dem Fahrrad, dann machen wir eine Fahrradfahrt und ich kann euch berichten über das Fahrgefühl und welche Erfahrungen ich damit gemacht habe, und dann werden wir schlussendlich ein Fazit ziehen. Test. Im heutigen Video geht es um den Varun S20-1, ein 20x4 Zoll Fatbike, ein Klapprad, das man umklappen kann und verstauen kann in seinen Kofferraum, also ein ideales Fahrrad für den Urlaub. Das Herzstück ist natürlich die Batterie und der Motor. Die Batterie ist eine 48 Volt 13 Ampere Batterie mit 20 Ampere Spitze. Leider ist diese aber bei 8 Ampere gedeckelt über den Controller. Ich weiß nicht, ob das ein Effort war, um EU-Richtlinien zu entsprechen. Das Fahrrad ist ja auch auf 25 Kilometer limitiert und hat auch keinen Gasgriff wie die bisherigen Varun-Fahrräder. Durch
die Limitierung auf 8 Ampere bei der Batterie und 48 Volt ist die Spitzenleistung, jedenfalls jene, die man auf dem Fahrradcomputer sieht, bei 400 Watt. Beim Motor haben wir einen 250 Watt Nominalleistungsmotor mit 55 Newton Drehmomentleistung, aber wie gesagt, Spitze ist bei so 400 Watt. Das reicht, um seichte Hügel hochzukommen, ohne viel Eigenleistung erbringen zu müssen. Das hier ist ein reines Spaßfahrrad, es ist kein Trainingswerkzeug. Die meiste Zeit ist man in der Stufe 5, tut man in die Luft treten. Also die Pedale sind hier tatsächlich nur Show. Ich würde das eher als so ein E-Moped-Fahrrad klassifizieren. Das ist nicht zu vergleichen mit einem Mittelmotorfahrrad, wo die Leistung fein abgestuft ist, je nachdem wie stark ihr in die Pedale tretet. Wie gesagt, es ist ein reines Spaßfahrzeug und als solches macht es auch wirklich sehr, sehr viel Spaß damit zu fahren. Verbaut sind auch Licht vorne und hinten. Wir haben auch einen Packsitz mit maximal 25 Kilogramm Zuladung. Das Fahrrad kommt zu 80% fertig zusammengebaut. Alles, was ihr tun müsst, ist einige wenige Anbauteile fertig zusammenbauen. Unter anderem das Vorderrad, Lenker, Sitz und hinten das Rücklicht müssen fertig zusammengebaut werden und schon seid ihr startklar. Eine Besonderheit von diesem Fahrrad, die ich euch nicht vorenthalten möchte, ist unten der Schlüssel. Da hatte ich am Anfang meine Probleme mit. Ich habe das Fahrrad fertig zusammengebaut, wollte es einschalten und es ging nicht. Es hat sich nicht einschalten lassen. Dann habe ich gedacht, die Batterie ist vielleicht leer und habe sie noch ein bisschen geladen. Trotzdem ging es nicht und woran könnte es liegen? Da habe ich wirklich verzweifelt und in der Anleitung gesucht und war natürlich nicht fündig geworden. Und woran das genau liegt, ist, dass dieser Schlüssel die Batterieleistung freigibt. Er muss tatsächlich die ganze Zeit hier unten stecken und entsprechend gedreht werden, damit das Fahrrad eingeschaltet werden kann. Man kann den Schlüssel auch nicht entnehmen. Er muss stecken bleiben, wenn ihr das Fahrrad unter Batterieunterstützung fahren wollt. Ich finde das ein wenig unglücklich. Eine bessere Positionierung hätte ich mir gewünscht. Üblicherweise haben solche Fahrräder irgendwo an der Seite so einen Schalter zum Einschalten und Ausschalten. Aber hier hat man das so mit dem Schlüssel gelöst. Und wenn ihr euch wundert, warum in den Fahrszenen der Schlüssel immer steckt, das ist deswegen, weil der stecken muss, sonst gibt es keine Unterstützung. Genau, das wäre dann das. Wir haben auch hier wieder mechanische Scheibenbremsen verbaut. Die sind leider wieder nichts Besonderes. Beim Vorderrad mussten wir ein bisschen tüfteln, bis die dann wieder ohne Schleifen fertig justiert ist. Das ist immer so, bei diesen Fahrrädern müssen wir ein bisschen tüfteln. Die Bremsleistung ist genügend, leider nicht hervorragend, aber bei mechanischen Bremsen ist das leider zu erwarten, dass die halt nicht Spitzenleistungen erbringen können. Die sind vollkommen ausreichend und genügend, sollten im Alltag genügend Leistung erbringen. Am Fahrrad ist natürlich auch ein Fahrradcomputer verbaut und eine Bedieneinheit. Über diese kann man das Fahrrad einschalten, natürlich das Licht ein- und ausschalten. Man kann die Stufen 1 bis 5 hoch runter stufen. In der ersten Stufe hat man bis ungefähr 10 Kilometer pro Stunde eine Unterstützung, dann muss man halt selber treten. In der zweiten etwas mehr, bis zur 5. Stufe, wo bis zu 25 Kilometer pro Stunde eine Unterstützung gegeben ist. Über einen versteckten Menü kann man, wenn man möchte, bis zu 40 Kilometer pro Stunde freischalten, wenn man auf einem Privatweg fahren möchte. Realistisch gesehen gibt es eine Unterstützung bis zu ungefähr 34, 35 Kilometer pro Stunde. Mehr kann der Motor leider nicht erbringen, aber ich glaube, das ist mehr als genügend, wenn man auf einem Privatweg unterwegs sein sollte. Am Fahrradcomputer sieht man die üblichen Statistiken, einen Tripcomputer, den kann man zurücksetzen, wie viel hat man insgesamt gefahren, was ist die durchschnittliche Geschwindigkeit, Spitzengeschwindigkeit und so ein paar Infos, die ganz nützlich sind. Das Display hat eine gute Qualität und man sieht auch die Infos bei direkter Sonneneinstrahlung eigentlich ganz gut. Durch die aufrechte Sitzposition bei diesem Fahrrad sind auch längere Fahrten kein Problem und es wird nicht unangenehm. Man sitzt da eigentlich ganz bequem. Der Sitz ist auch ganz gut und schön gepolstert. Da tut auch nichts wehtun, wenn man länger am Sattel sitzt. Und wie sich das Fahrrad für mich bewährt hat, erzähle ich euch jetzt während der Fahrt und im späteren Verlauf auch ein wenig im Voiceover. Was tun, wenn es draußen über 40 Grad ist? Natürlich in den Wald flüchten, in die Natur, in die Berge, wo es schön kühl ist, wo man dicken, fetten Schatten findet. Einfach entspannen, die Ruhe genießen und sich gut gehen lassen. Wir werden jetzt einen Bremstest machen. Hier beim Eingang links wird der Startpunkt sein
und rechts vielleicht der Endpunkt. Wir werden schauen, wie weit wir kommen. Ich werde von da mit dem Fahrrad fahren, versuchen hier genau beim Start von dem Eingangstor zu bremsen und mal schauen, wie lange wir brauchen, bis wir zum Stehen kommen. Das werden wir dann nachmessen. So, ich werde versuchen, Vollgas zu geben. Angehalten bin ich, aber mein Co-Produzent, mein Papa da vorne, sagt mir, der Test ist verfälscht, weil der Test ist verfälscht. Jetzt kommen auch die Nachbarn raus. Džabe, sada gotovo je. Još jedno. A, ne znam, nisam testirao. Po Schotter, 1, 2, 3, 4, 6 Meter. Über Schotter. Ha? Brzina 30 na sat. Der Test ist verfälscht, weil mein Papa hat gesagt, ich habe auf dem Schotter gebremst und deswegen ist der Bremsweg um einiges länger, als er sonst sein würde. Aber Schottertest ist auch in Ordnung, also 5 Meter bis zum Anhalten auf dem Schotterweg. Beim nächsten Test werde ich versuchen, so mittig auf dem Weg zu bremsen. So, šta sad imamo? Das ist jetzt ein längerer Bremsweg als auf dem Schotter gewesen, aber ich bin auch schneller gefahren. 8 Meter. 7,5. 7,5 sagt der Nachbar. Ja, das war ein Bremsweg von ungefähr 8 Metern. Hier ist fast nie etwas los, aber jetzt im Moment, wo ich aufnehme, ist sehr viel los auf der Straße. Das Fahrrad hatte ein Gewicht von ungefähr 29 Kilo plus meine 110. 30 Kilometer schnell bin ich gefahren. Bremsweg von 8 Metern. Das ist so ungefähr Durchschnitt bei diesen Fahrrädern, bei diesen Bremsen, aber das ist mal so ungefähr, was ihr zu erwarten habt, solltet ihr im Notfall eine Vollbremsung machen müssen. Ich habe das Fahrrad mit in den Urlaub genommen, um es ausführlich zu testen. Und ich muss schon sagen, es hilft ungemein, wenn man so kleine Erledigungen hat, irgendeine kleine Besorgnis erledigen muss. Da braucht man das Auto nicht einschalten und dann steht man im Stau oder muss Parkplatz suchen. Mit dem Fahrrad ist man viel agiler und auch viel schneller. Da wo ich jetzt bin, die Ortschaft heißt Kozarac, da habe ich eh schon ein Video drüber gemacht, wo wir über das Denkmal berichtet haben auf dem Berg Mrakovica. Es hat einige tausend Einwohner, also nicht allzu groß, schön gemütlich, ländlich. Und dementsprechend werden wir heute eine Testfahrt machen, schön ländlich. Da werdet ihr auch ein bisschen sehen, wo ich aufgewachsen und groß geworden bin, ich und mein Bruder, bevor der Krieg ausgebrochen ist in den 90er Jahren. All diese Häuser, die ihr hier links und rechts und überall seht, die waren alle zerstört während des Krieges leider und alles musste neu aufgebaut werden. Vom Fahrgefühl her auf der geraden Strecke, wo ich jetzt bin, in der Stufe 5 hat das Fahrrad wirklich gute Leistung. Fährt jetzt so um die 25 Kilometer ohne mein Zutun. Ich brauche lediglich ab und zu in die Luft treten, damit der Motor anspringt und Leistung erbringt. Wie gesagt, dieses Fahrrad ist als reines Spaßfahrrad zu verstehen. Das ist kein Trainingsgerät, mit dem ihr euch abstrampelt. Es sei denn, ihr steht auf Schmerzen, dann könnt ihr den Motor ausschalten. So, jetzt fahren wir auf einen Abschnitt zu, wo es ein bisschen hügelig ist. Wir haben da auch eine leichte Steigung nach oben. Ich trete jetzt immer noch vollkommen in die Luft, ohne dass ich selber was tun muss. Die Leistung des Fahrrads nimmt aber langsam ab und es wird langsamer. Jetzt fahren wir so 18 Kilometer, 16, 14. Aber das Fahrrad trägt mich immer noch nach oben, ohne dass ich selber treten muss. So, jetzt sind wir wieder auf der geraden Strecke und die Leistung nimmt wieder zu. Da links haben wir noch einen Hügel. Bin gespannt, ob wir da auch hochkommen, ohne viel Zutun. Das ist so bis zu 7 bis 10% Steigung, würde ich mal schätzen. Genau kann ich das jetzt nicht sagen.
Das Fahrrad ist leider bei 8 Ampere gedeckelt, was ich ein bisschen schade finde, weil nicht die Höchstgeschwindigkeit ist das Problem, sondern der Drehmoment, die Drehmomentleistung. Und hier muss ich schon selber treten und ein bisschen Eigenleistung erbringen. Ich höre den Motor noch, der gibt Leistung ab, aber ich bin jetzt bei 10 Kilometer, 9 Kilometer die Stunde und muss schon selber ein wenig in die Pedale treten, um hier hochzukommen. Also es ist nicht jetzt arg, dass ich da jetzt die ganze Leistung selber erbringen muss, aber der Motor tut sich schon schwer und die Wattauslastung auf dem Display zeigt so 340, 330 Watt bis 400 Watt. Mehr ist da nicht drinnen bei der 8 Ampere Deckelung. Ich muss schon sagen, es macht richtig Spaß, richtig Bock auf diesem Fahrrad zu fahren. Durch die aufrechte Sitzposition sind auch längere Fahrten kein Problem. Das haben wir schon mit dem Rattan gesehen, den wir auch getestet haben, der eine ähnliche Bauweise hat. War nicht so schön agil und wendig. Und durch die dicken Reifen ist die Federung richtig gut. Auch wenn die Federgabel vorne eine Rebound-Einstellung und eine Sperre hat, die man einstellen kann, wird die nicht wirklich benötigt. Die dicken Reifen federn ganz gut ab, auch ohne Federgabel. Jetzt fahren wir mal gemeinsam durch das Zentrum von Kozarac, wo alle Geschäfte und Cafés ansässig sind. Der größte Teil der Bevölkerung von Kozarac befindet sich irgendwo in der EU, außerhalb von Bosnien. Das ist dem Krieg in den 90er Jahren zu schulden. Es wurden alle ausnahmslos vertrieben aus dem Ort. Erst nach dem Kriegsende sind einige zurückgekehrt, unter anderem auch meine Familie. Und dann nach und nach sind viele wieder ausgewandert, aus vielen verschiedenen Gründen. Es sind nicht nur wirtschaftliche Gründe, sondern auch politische Gründe, Stabilitätsgründe. Man weiß nie, ob es hier wieder Krieg geben wird, ob irgendetwas einen Funken verursachen wird, damit der Konflikt der 90er Jahre wieder aufflammt. Ich finde es ein wenig schade, aber es ist wie es ist. Viele Familien sind dann wieder ausgewandert und nur in den Sommermonaten während der Ferien blüht hier das Leben wieder auf, aber zwischendurch ist hier kaum jemand noch, der ganzjährig in der Ortschaft lebt. Und hier haben wir auch vorne auch eine Gedenkstätte den getöteten Zivilisten in dem Krieg in den 90er Jahren. Können wir mal besuchen und ansehen. Hier kann ich euch das zeigen. Hier sind die Namen von getöteten Zivilisten aus meiner Ortschaft und den umgelegenen Dörfern, die brutal getötet worden sind, nur weil sie einer Religion angehören, die nicht jener entspricht, die den Angreifern genehm ist. To the innocent killed citizens of Kozarac 1992 bis 1995. One does not live here in order to live, one does not live here in order to die, one also dies here in order to live. Ein Zitat von Mark Disdar. Es sind über 3000 Namen hier auf diesen Tafeln bei dieser Gedenkstätte. Und einmal jährlich gibt es ein Kollektivbegräbnis. Es werden immer wieder neue Zivilisten in Gruben gefunden und exhumiert und dann werden sie einmal jährlich kollektiv begraben auf einem Kollektivfriedhof. Ja, ein Schandfleck aus unserer jüngsten Vergangenheit. Da vorne haben wir unsere Schule. Da bin ich zum Beispiel selber in die Schule gegangen bis zur 5. Klasse und dann ist der Krieg ausgebrochen. Bevor es hier depressiv wird im Video, fahren wir mal weiter. Wir hängen euch wieder hier bei mir an den Brustgurt. Wir befinden uns gerade übrigens mitten im Ort. Das ist so zentral gelegen. Früher war hier eine Fontäne vor dem Krieg und ein kleiner Park, wo man sich ausruhen konnte. Jetzt ist da leider eine Gedenkstätte. Weiter geht's. Wir fahren jetzt mal zum Basketballplatz. Hier wird jedes Jahr im Sommer einmal ein Basketballturnier abgehalten. Der Basketballplatz wurde übrigens von den Menschen hier finanziert. Wir haben Geld gesammelt und es wurde dann komplett neu betoniert. Das ist jetzt auch schon über 20 Jahre her wahrscheinlich und der gehört jetzt wieder ein bisschen aufgefrischt. Der Beton ist geplatzt, der sieht nicht mehr so schön und frisch aus. Gehört auch wieder
ein bisschen Geld investiert. Die Basketballkörbe und alles wurde von den Menschen hier finanziert. Es wurde kaum was vom Staat selbst hier unterstützt und bewilligt. Fahren wir weiter. Hier rechts neben mir ist der Fußballplatz, die Heimat von FK Bratstvo, unserem Fußballteam. Und hier gleich vorne, da vorne befinden sich die Reste vom Sägewerk, einen sehr großen Vorkriegssägewerk, der während des Krieges leider geplündert worden ist. Alle Maschinen wurden geplündert und weggebracht. Hier hat mein Papa gearbeitet bis vor dem Krieg. Er war Maschinenbautechniker dort und hat die Maschinen dort instand gehalten und gepflegt. Das Sägewerk ist jetzt, glaube ich, privatisiert. Es tut wieder arbeiten seit einigen Jahren, aber es ist ein Schatten von sich selbst. Das war einer der größten Arbeitgeber hier in der Gegend vor dem Krieg. Das Sägewerk war übrigens eine staatliche Firma, wie sehr viele Firmen vor dem Krieg. Nach dem Krieg wurde alles privatisiert und in den Ruin getrieben. So, ich möchte euch noch zu einem Ort bringen, an dem ich aufgewachsen bin, wo ich kurz bis vor dem Kriegsanfang gewohnt habe. Bevor wir in unser neues Haus eingezogen sind, möchte ich euch zeigen, wie der Ort jetzt ausschaut. So, wir sind da. Wir stehen hier vor dem Gebäude, wo ich aufgewachsen bin. Hier die ersten 2 Löcher, das war eine Zweizimmerwohnung von meiner Oma. Es ist ein Gebäude mit 4 Wohnungen gewesen, das vom Staat vergeben wurde an die Mitarbeiter von der örtlichen Druckerei, die staatlich war. Meine Oma hat dort bis zu ihrer Rente gearbeitet und hier hat sie ihre Wohnung bekommen. Und die ersten 8 Jahre oder 9 Jahre meines Lebens habe ich hier verbracht, habe hier mit meinen Eltern, meiner Oma und meiner Uroma gewohnt in einer Zweizimmerwohnung. Parallel dazu hat mein Vater unser neues Haus gebaut und dieses ist dann fertig geworden kurz vor dem Krieg. Wir sind da gerade eingezogen, frisch eingezogen und dann ist der Krieg ausgebrochen. Dieses Gebäude wurde leider nicht renoviert. Meine Oma hat bis zu ihrem Tod darum gekämpft, hier renovieren zu dürfen und wieder in ihre alte Wohnung einziehen zu dürfen. Aber leider gibt es da irgendeinen Konflikt, weil das Gebäude gehört einer anderen Partei als das Land, an dem es aufgebaut wurde und deswegen konnte es nicht renoviert werden. Hier unten, ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann, man sieht nur noch das Fundament. Da gab es ein baugleiches Gebäude, das wurde jetzt schon weggerissen. Und bevor dieses jetzt auch weggerissen wird und was da jetzt mit dem Land passieren wird, weiß ich nicht aktuell. Bevor es komplett weggerissen ist, möchte ich es noch einmal festhalten, wo ich aufgewachsen bin, wo ich meine ersten Lebensjahre verbracht habe. In dieser kleinen Zweizimmerwohnung, vielleicht können wir da auch mal reinpieken. Das wurde nach dem Krieg alles so belassen, wie es ist. Da sind die Wände auch zerstört. Traurig. Vielleicht kann ich da reingehen. Ich war da, ehrlich gesagt, noch nie drinnen nach dem Krieg. Das ist das erste Mal, dass ich auch selber hier drinnen bin. Hier gab es eine Wand, hat das Wohnzimmer mit dem Schlafzimmer getrennt. Da drüben war schon die nächste Wohnung. Also die Seitenwände sind zerstört worden. Hier war der Eingang. Hier war das Badezimmer. Hier war, glaube ich, auch eine Seitenwand. Kann mich nicht recht erinnern, aber hier war das Wohnzimmer. Hier war der Fernsehen, der alte Röhrenfernsehen, Schwarz-Weiß-Fernsehen, den wir hatten. Hier war eigentlich eine Wand und oben waren die Fenster, die aufgemacht werden konnten. Hier war die Küche. Hier hat die Oma sehr oft für mich Frühstück gemacht. Und jedes Mal, als ich Stress mit meinen Eltern hatte, als wir umgezogen sind, bin ich zu Oma geflüchtet und habe hier Zeit mit ihr verbracht. Und jetzt sieht das alles so scheiße aus und kaputt. Echt traurig, da wird man schon richtig sentimental, wenn man das hier sieht. Unglaublich. Übrigens, der Großteil der Häuser in der Ortschaft wurden nicht zerbombt, so wie man das jetzt in der Ukraine sieht. Der Großteil der Häuser wurde geplündert nach dem Krieg, also nicht nach dem Krieg,
nachdem die Ortschaft gesäubert wurde, nachdem alle Einwohner vertrieben worden sind, wurden die Häuser geplündert und in den Brand gesetzt und zerstört. Also das ist jetzt nicht durch Kriegshandlungen passiert, wie das, was man hier sieht, sondern es wurde geplündert, systematisch, und alles weggebracht, was irgendeinen Wert hatte, und gestohlen. Traurig. Hier liegen sehr viele Erinnerungen. Was haben wir da? Grundig. Gut. Gehen wir hier raus, bevor ich anfange zu weinen. Gut. Ich würde es richtig gerne sehen, dass das hier neu aufgebaut wird, aber zu retten ist hier, glaube ich, nichts mehr. So. Schaut nach Regen aus. Wird Zeit, nach Hause zu fahren. Es ist jetzt ein paar Tage her seit der letzten Szene, seitdem wir in der Ruine von der Wohnung von meiner Oma waren. Eine Sache bin ich euch noch schuldig bei diesem Fahrrad, es ist immerhin ein Klappfahrrad. Ich möchte es zusammenklappen und schauen, ob es in den Kofferraum passt. Ich gehe davon aus, dass es ohne Probleme reinpassen wird, da es die gleichen Maße hat wie der Rattan, den wir vorher getestet haben. Ich habe auch leider ein bisschen Scheiß gebaut. Ich habe da bereits einen Korb auf den Fahrrad montiert, damit es leichter ist, wenn man einkaufen geht, die Sachen nach Hause zu bringen. Mal schauen, ob der Korb stören wird, aber ich werde mich jetzt für euch bei 40 Grad abstrampeln und werde versuchen, das Fahrrad zusammenzuklappen und hier in den Kofferraum zu verstauen. Ich hoffe, der Ton ist halbwegs gut. Hier gibt es sehr viele Umgebungsgeräusche. Mein Nachbar tut da gerade links neben mir Wandarbeiten machen. Der Betonmischer arbeitet. Fahrzeuge fahren an mir vorbei, aber wir lassen uns nicht stören. Ich werde versuchen, jetzt das Fahrrad zusammenzuklappen. Das hat so eine handliche Hantel hier. Nur gut, dass es sehr leicht ist zum Heben. Spaß beiseite. Fangen wir mal an. Hier gibt es so einen Knopf, dann kann man den Lenker hier runterklappen. Das wäre mal der erste Schritt. Dann hier über diesen Schalter kann man das Fahrrad zusammenklappen. Ich mache das jetzt mal, ohne dass ich die Batterie herausnehme. Ansonsten würde ich empfehlen, dass man die Batterie herausnimmt. Das spart euch immerhin 4 Kilogramm zum Heben. So, das Fahrrad ist jetzt schön zusammengeklappt und passt ganz sicher in den Kofferraum. Und das werden wir mal jetzt angehen. Ich muss nur schauen, wo ich es greifen soll, damit ich es in den Kofferraum bringe. So. Gut verstaut ist, wäre da jetzt nicht der Korb, den ich da angebaut habe, könnte man das Fahrrad noch ein bisschen mehr zusammenklappen. Den Sitz kann man runterdrücken, dann nimmt er nicht so viel Platz und man kann den Kofferraum zumachen. Was uns noch bleibt, ist ein Fazit zu diesem Fahrrad. Test. So, wir haben ein kühles Plätzchen hier im Schatten gefunden, da kann ich mit dir ein bisschen quatschen über dieses Fahrrad. Wenn du es bis hierhin geschafft hast, es ist wieder mal ein sehr langes Video geworden. Herzlichen Dank dafür.
Und wenn dir unsere Videos generell gefallen, es wäre ein guter Zeitpunkt, unseren Kanal zu abonnieren, ein Like zu drücken oder einen Kommentar zu hinterlassen. Das würde uns sehr mit dem Algorithmus helfen, damit unsere Videos auch von der breiteren Masse gesehen werden. Generell hast du gesehen, dass wir in diesem Video dieses Fahrrad von Varun ausführlich getestet haben. Ich habe es über Stock, Stein und Schotter gefahren. Ich habe es nicht geschont, um euch vorzuzeigen, wie die Qualität ist, wie das Fahrgefühl ist, und ich hoffe, ich habe das euch nahe bringen können. Generell sind chinesische Fahrräder besser als ihr Ruf. Der Elefant im Raum ist natürlich, was passiert im Garantiefall, was muss ich da tun, wenn der Motor den Geist aufgibt, wenn die Batterie nicht mehr kann, was tun in so einem Fall, und auf diese Frage habe ich leider keine Antwort. Da besteht ein gewisses Risiko bei diesen Fahrrädern. Bei Varun weiß ich mit Sicherheit, dass die Ersatzteile auf der Website von denen verfügbar sind, dass die der Gewährleistung nachkommen, aber trotzdem müsst ihr das Fahrrad irgendwo hinschicken und das ist kein Fliegengewicht mit 29 Kilo. Da sind die Versandkosten ziemlich hoch. Generell hat mich dieses Fahrrad ziemlich überzeugt. Es ist hochwertig, die Schweißnähte sind gut verarbeitet, es hat nichts gequietscht und auch nichts geknackt. Die Leistung ist genügend, ein bisschen wehmütig bin ich wegen der 8 Ampere Deckelung beim Controller, aber trotzdem ist die Leistung ausreichend gewesen. Schwachpunkt ist ganz klar die Bremsen, aber das ist bei den Varun-Fahrrädern immer so. Da habe ich für mein Wissen und Gewissen die Bremsscheiben schon mal aus Vorsorge gewechselt und die Bremsbeläge, weil ich bei den Bremsen immer auf Nummer sicher gehen möchte. Ja, wir sind auch zum Schluss von dem Video gekommen. Wie gesagt, es ist ein ziemlich langes Video und wenn du das ganze Video dir angeschaut hast, würde ich mich über ein Like, Kommentar oder ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Ahmed aus Bosnien für Adner Rides, und im nächsten Video ist Amir ganz sicher wieder dabei. Er sonnt sich in Salzburg und tut arbeiten, während ich hier urlaube.